Also ich war mit Ferda in einem Café und wir waren vorher auf einer Lesung und dann habe ich halt Ferda gesagt, Mensch, wir müssen anfangen, unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Gibt es überhaupt Menschen, die sich für unsere Geschichten interessieren? Und da kamen halt wirklich sehr viele, um die 130, 40 Personen zu der ersten Lesung, sodass wir dann gesagt haben, okay, also anscheinend haben wir die Menschen sehr, sehr stark berührt mit unseren Geschichten. Ich bekräftige immer, dass wir eine offene Plattform sind, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu uns stoßen können und ihre Geschichten erzählen können. Und so werben wir sozusagen neue Geschichten, so neue Personen an. Jedenfalls werden wir halt immer größer und haben vor, vor einigen Wochen dieses Buch herausgegeben, Grenzerfahrungen, ein Lesebuch der Daughters and Sons of Gastarbeiters. Da sind halt sehr, sehr unterschiedliche Geschichten von Autorinnen unterschiedlicher Herkunft. Das sind nicht nur Autorinnen mit türkischer Biografie, sondern wir haben auch Autorinnen spanischer Herkunft, griechischer Herkunft, italienisch, südkoreanisch und so weiter. Also wir sind sehr, sehr vielfältig und legen halt auch Wert darauf, dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Biografien, Schicksalen, Brüchen halt auch sichtbar, hörbar werden, die Geschichten der Eltern, Großeltern auch hörbar werden. Ich habe angefangen, die Geschichten meiner Eltern zu erzählen, sehr viel, weil ich halt irgendwie die Biografie meines Vaters auch nicht so ausreichend kannte. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland eingewandert. Mein Vater war Gastarbeiter und ich habe ihn kaum zu Gesicht bekommen, als ich selber in der Türkei im Dorf war. Und habe ihn dann sozusagen in Berlin halt angefangen kennenzulernen. Und mein Vater hat bei Siemens gearbeitet, als ich hier nach Deutschland kam. Meine Mutter hat 5 Jahre nicht gearbeitet. Sie war Putzfrau und nach 5 Jahren, also hat sie sozusagen eine Arbeitserlaubnis bekommen und hat auch als Putzfrau gearbeitet. Und ich habe auf Grundlage des Gesprächs mit meinen Eltern, mit meinem Vater, habe ich eine Geschichte verfasst. Die Geschichte heißt Der rote Traktor. Ibrahim blickte gebannt auf den roten Traktor. Er näherte sich ihm langsam und tastete mit seinen zarten Fingern über die großen Rillen der Reifen. Danach strich er mit der Hand über die Motorhaube. Dann kam das Beste. 3 rote Dreiecke, die ineinander verzahnt waren. An den unteren Zipfeln eines jeden Dreiecks verbarg sich jeweils ein weißes Dreieck. Dieses Symbol leuchtete wie ein Stern. Da sehen Sie diesen Stern in der Mitte. Jeden Morgen bestieg er heimlich den Traktor, der auf dem Hof der Baidars stand. Er setzte sich an das Lenkrad und träumte davon, wie er damit durch die goldgefärbten Felder zog. Er nahm einen Lappen und schrubbte den Stern, bis er glänzte. Ibrahim war im Dorf Gölgeli auf die Welt gekommen, das in einem verschlafenen Tal eingebettet war. Seinen leiblichen Vater kannte Ibrahim nicht. Als seine Mutter im 6. Monat schwanger war, starb sein Vater an einer Lungenentzündung. Er hinterließ 2 Töchter, eine Frau und den ungeborenen Ibrahim. Sofort wurde Ibrahims Mutter nach dem Tod ihres Mannes mit einem Witwer verheiratet. Dieser zog mit 2 weiteren Kindern in das Haus seiner Mutter ein. Ibrahim war nur 4 Jahre zur Schule gegangen. Dem Stiefvater fiel es schwer, zahlreiche hungrige Mäuler zu stopfen. Als sein Stiefsohn alt genug war, um Schafe zu hüten, überließ er ihn der Obhut der wohlhabenden Baidars. Mit einer Hose, einem Hemd, einer Jacke, 2 Paar Unterhosen, einem Paar schwarzer Plastikschuhen und einer Mütze verließ er das elterliche Haus. Die Baidars hatten nur 2 kleine Töchter und keine Söhne, die sie beim Hüten der zahlreichen Schafe, Ziegen und Kühe unterstützen konnten. Daher hatten sie sich entschlossen, 3 Jungen im Dorf Gölgeli als Diener aufzunehmen. Einer dieser Jungen war Ibrahim.
Jeden Abend betrat das Familienoberhaupt das Haus und legte am Abend fest, wo die Jungen am nächsten Tag eingesetzt werden sollten. Du, Ibrahim, wirst morgen die Kühe auf die Weide führen. Ömer, du wirst die Ziegen und Schafe hüten. Vergiss nicht, den Tieren ihre Glocken um den Hals zu binden. Du, Hassan, wirst morgen mit uns auf das Feld kommen und uns bei der Ernte helfen. Abwechselnd fütterten die Jungen täglich die Tiere und säuberten den Stall. Abends schliefen sie in einem Zimmer. Für ihre Dienste zahlten die Beidachs den Burschen jeweils 25 Lira im Jahr. Ibrahim vermisste seine Mutter. Sobald er an den Abendstunden eine freie Minute hatte, ging er sie besuchen. Seine Mutter war sehr krank. Sie hustete unentwegt. Mit erschrockenen, hilflosen Augen sah er sie an und wusste nicht, wer ihr helfen konnte. Er wollte am liebsten in ihrer Nähe bleiben, sich um sie kümmern, aber sein Stiefvater schickte ihn jedes Mal zu den Beidars zurück. Nach 2 Jahren kehrte er in das elterliche Haus zurück. Als er zu einem jungen Mann herangereift war, fällte er in den Sommermonaten Holz im Wald, das anschließend in Rundholz verarbeitet wurde. Als junger Mann mit eigener Familie lebte er 15 Jahre in Gölgeli. Anfang der 60er Jahre entschloss die türkische Regierung, einen Stausee an der Provinz Almus zu errichten. Einigen Bauern in Gölgeli, deren Ländereien dafür unter Wasser gesetzt wurden, bekamen vom Staat eine Entschädigung. Mit diesem Geld kauften viele sich sofort einen Traktor. Bald strotzte das Dorf nur so von Traktoren, die unentwegt im Einsatz waren. Sie pflügten das Brachland. In der Erntezeit transportierten sie das Getreide aus dem Dreschhof in die Getreidekammer und schleppten Holz, das in den Wäldern Gölgelis gefällt wurde. Beim Bau des Stausees transportierten sie Sand ans Ufer. Die Investitionen in Traktoren hatte sich für die Bauern gelohnt. Sie arbeiteten Tag und Nacht und verdienten viel Geld und Einfluss im Dorf. Einige Monate schuftete Ibrahim am Bau des Al-Musa Stausees, in den das Wasser des Yeşilırmak-Flusses münden sollte. Bei sengender Hitze schleuderte er stundenlang Sand mit einer Schaufel durch ein großes Sieb, das am Fuße des Stausees aufgespannt war, und verdiente täglich 8 Lira und 10 Kuruş. Mehrmals versuchte er, sich in Istanbul über Wasser zu halten. Da er keinen Schulabschluss nachweisen konnte, fand er keine gut bezahlte Arbeit und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Anfang der 60er Jahre war ihm im Dorfcafé zu Ohren gekommen, dass sich einige junge Männer darauf vorbereiteten, als Gastarbeiter nach Deutschland zu gehen. Unmittelbar danach bewarb er sich auch im deutschen Anwerbebüro in Istanbul in der Hoffnung auf eine Arbeit und ein besseres Leben in Deutschland. 9 Jahre lang rührte sich gar nichts. Anfang der 70er Jahre reichte er einen Gesuch beim Anwerbebüro ein, um nach dem Stand seiner Bewerbung zu fragen. In einem Brief wurde ihm mitgeteilt, dass noch 9.000 Personen vor ihm waren. Als er die Hoffnung aufgegeben hatte, erhielt er einen weiteren Brief mit dem Termin, zu dem er sich wieder in Istanbul einzufinden hatte. Der Termin war bereits am Vortag verstrichen. Er machte sich trotzdem auf den Weg und schlug 2 Tage nach seinem offiziellen Termin im Istanbuler Anwerbebüro auf. Er stand nun vor einem 4-geschossigen grauen Gebäude in Topkapi. Sein Herz raste, als er es betrat. In der Wartehalle begegnete er zahlreichen jüngeren Männern und Frauen, die zur Gesundheitsprüfung dort erschienen waren. Einige gingen im Gang auf und ab, andere saßen mit angespanntem Gesicht auf der Bank. In der Halle herrschte eine große Unruhe. Einer Beamtin schilderte er seine Situation und erzählte ihr, dass er die Benachrichtigung später erhalten habe. Die Dame im Anwerbebüro beauftragte ihn, schnell eine Briefmarke zu besorgen. Sobald ein Platz hier frei wird, werden Sie berücksichtigt. Nach 45 Tagen erhielt er einen Brief, in dem er zu einer Gesundheitsprüfung eingeladen wurde.
Zahlreiche andere junge Männer und Frauen warteten wieder in der Halle darauf, sich einer Gesundheitsprüfung zu unterziehen. Er wartete 2 Stunden, bis er aufgerufen wurde. Als er den Raum betrat, fiel sein Blick auf ein Poster an der Wand, auf dem ein roter Massey Ferguson abgebildet war. Wenn ich nach Deutschland gehe, werde ich einen roten Traktor kaufen, sagte er sich. Die Worte eines Mannes im weißen Kittel rissen ihn aus seinem Tagtraum. Ein Arzt mit grauen Haaren blickte ihn durch seine quadratisch geformte Brille streng an. Elbiselerinizin hepsini çıkartın. Ziehen Sie alle Ihre Kleidung aus. Er tastete seinen gesamten Körper, untersuchte seine Augen, Ohren, seine Zähne. Auch eine Urinprobe musste er abliefern. Einige Männer, die zur Urinprobe gerufen wurden, waren vor Aufregung nicht in der Lage, Harn abzudrücken. Die Ergebnisse der ersten Röntgenaufnahme, die an einem Freitag gemacht wurde, versetzten Ibrahim einen Schreck. Tut uns leid, Ihre Untersuchungsergebnisse waren nicht in Ordnung. Am nächsten Montag sollte ein zweites Mal geröntgt werden. Er hielt inne. Oh weh, ich werde wohl nicht nach Deutschland gehen können. Und obendrauf bin ich auch noch krank. Wie soll ich mich bloß behandeln lassen? Am Montag darauf wurde er mit weiteren 24 Männern ein zweites Mal geröntgt. Einigen starken, robusten Männern, die in der Lage waren, ihn auf einem Zahn zu tragen, sagten sie, nein, sie können nicht nach Deutschland. Manchen anderen antworteten sie, kommen Sie nach 3 Monaten wieder oder kommen Sie nach 6 Monaten wieder. Als letzter kam er an die Reihe. Ein Beamter schlug ein Buch auf und forderte ihn auf, einen Satz daraus zu lesen. Ben bu ülkeden gidiyorum. Ich verlasse dieses Land. Er zitterte vor dem Ergebnis, bis ihm die Ärztin mitteilte, bunun işi tamam, bunu aşağı sevk edin. Der ist okay, schicken Sie ihn nach unten. Ibrahim war glücklich und zugleich erleichtert. Wenn sie ihn nach Deutschland ließen, konnte an seiner Gesundheit nichts Ernsthaftes auszusetzen sein. Als er am 14. März 1973 deutschen Boden betrat, setzte er alles daran, für einen Traktor zu sparen und rasch wieder in die Heimat zurückzugehen. Er arbeitete 4,5 Jahre in Bruchsal in Karlsruhe in einer Straßenbaufirma. Danach wechselte er zu einer Metallfirma, die Autozubehör herstellte. Im November 1979 zog er nach Berlin, um bei Siemens zu arbeiten. 1980 holte er seine Familie nach Deutschland. So, in den ersten Jahren schaffte er es nicht, Geld für einen Traktor zu sparen, weil der Handel damit in der Hand der Mafia war oder von Kredithaien betrieben wurde. Er sparte 100.000 Lira, dann kletterte der Preis auf 150.000 Lira. Kaum raffte er die Summe zusammen, dann stieg er auf 200.000 Lira. Als Bülent Ecevit 1978 an die Macht kam, ermöglichte er den Gastarbeitern mit Hilfe von Devisen, Traktoren, Lastwagen und Minibusse günstig zu erwerben. Nun konnte er endlich seinen lang ersehnten Traum erfüllen. Durch die neue Regelung kostete ein Traktor für Gastarbeiter 225.000 Lira in der türkischen Filiale. Ibrahim erteilte seinem Bruder eine Vollmacht für den Kauf eines Massey Ferguson 135. Der Bruder stellte ihn in seinem Garten in Kartal ab. Istanbul hatte in den 80er Jahren lediglich 5 Millionen Einwohner und platzte noch nicht aus allen Nähten. Das Haus seines Bruders war hier und da umgeben von brachliegenden Grundstücken. Viele, die an seinem Haus vorbeiliefen, musterten mit Neugier jedes Mal den Traktor. 4 Jahre lang thronte der rote Massey Ferguson in diesem Garten. Für die Lagerung des Traktors bezahlte Ibrahim seinem Bruder jährlich 10.000 Lira. Dessen monatliches Einkommen betrug hingegen damals nur 1.500 Lira. 4 Jahre lang reiste Ibrahim jeden Sommer einmal alleine in die Türkei, um nach dem Traktor zu schauen. Anfang der 80er Jahre musste er feststellen,
dass die zweite Ölkrise die Türkei sehr hart getroffen hatte. Der Preis für das Erdöl wurde 1980 zum zweiten Mal um 150% angehoben. Dieser Schock erwischte die Türkei sehr hart. Die Arbeitslosigkeit in seinem Heimatland betrug mehr als 20%. Der Handel mit Benzin wurde zunehmend auf dem Schwarzmarkt betrieben. Einige Gastarbeiter, die zuvor bei Peugeot in Belfort in Frankreich angestellt waren, hatten mit ihrem ersparten Geld einen Traktor gekauft und waren sofort danach ins Dorf zurückgekehrt. Sie wurden am härtesten von der zweiten Erdölkrise bestraft, heimgesucht. Denn sie hatten keinen Anspruch mehr auf eine Rückkehr nach Frankreich und hatten keine Ersparnisse, um über die Runden zu kommen. Die Traktoren, auf die sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, konnten aufgrund der hohen Benzinpreise nicht mehr eingesetzt werden. Mit der zunehmenden schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei gab Ibrahim seinen Traum von der Rückkehr in die Heimat endgültig auf. Schweren Herzens fasste er den Entschluss, den Traktor zu verkaufen. Er reiste sofort nach Istanbul und informierte seinen Bruder über seine Entscheidung. Am nächsten Tag ließ er den Massey Ferguson auf einen LKW laden und fuhr damit in sein Dorf. Im Nachbardorf fand er rasch einen Käufer. Bevor er ihn beim neuen Inhaber ablieferte, setzte er sich ans Lenkrad und steuerte durch die Kornfelder auf die Hochebene Büyükyağla zu. Dort angekommen, stieg er langsam in Gedanken versunken ab. Er warf einen letzten Blick auf Gölgeli, als wollte er dieses Bild für immer in sein Gedächtnis eingravieren. Eine Weile musterte er danach seinen roten Traktor. Dabei füllten sich seine Augen mit Tränen. Leise nahm er auch von ihm Abschied. Er bestieg erneut das Fahrzeug, steckte den Schlüssel in das Zündschloss. Begleitet von seinem ohrenbetäubenden Lärm fuhr er durch das Tal, überquerte den Stausee, bis er im Nachbardorf Akçay ankam. Das ist mein Vater im Rentenalter vor 10, 15 Jahren. Also er pendelt seit 1994 zwischen Berlin, Istanbul und Dorf, Tokat, und hat ein schönes Leben, muss ich sagen. Also er hat nicht bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet, sondern bis zum 52. Lebensjahr. Und ich freue mich, dass er jetzt eine gute Zeit hat und natürlich damals als Gastarbeiter kein schönes Leben hatte und dass es ihm jetzt gut geht. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.